Worum geht es denn heute überhaupt? Es geht ums Internet und Ferngucken. Fernsehen ist schon mal gut. Ganz wichtig. Leidiges Problem bei uns zieht sich durch all die Jahre Ja. und natürlich auch YouTube-Jahre. Das dürfen wir bei uns jetzt bei diesem Thema auch nicht vergessen. Aber jetzt begrüßen wir euch erstmal. Moin und hallo. Moin. Wir sind nämlich erstmal in Hannover. Hier wird Grundreinigung gemacht, Matratzen raus, alles abgezogen, Matratzen gelüftet. Das mal vorab. Wir haben ein Gespräch gehabt, heute Morgen mal wieder, und haben gesagt, wir können darüber berichten, was wir jetzt die letzten Wochen erlebt haben. Wir hatten auch zwischendurch mal wieder eine kleine Ehekrise, weil wir was gesucht haben, nicht wiedergefunden. Wir sind hier in Hannover, hier haben wir ja unsere Möbel und alles Mögliche eingelagert, ne, nach Hausverkauf und Empfang. Ja, So. das leidige Problem. Ja. Ich kann mich noch erinnern, wie wir, also Internetempfang, ne? Wir Ja. haben ja keine Satellitenschüssel drauf und Ja. sowas. Wir streamen Fernsehen über Internet, und das Allerwichtigste, die YouTube-Videos, die wir so für euch filmen und veröffentlichen, die müssen ja irgendwie ins Internet kommen. Zu YouTube, ne? Als Beispiel. Ja, das ist eine Menge Datenvolumen, das da hochgeladen werden muss. Und das leidige Thema eines jeden YouTubers ist, wie bekomme ich unterwegs auf Reisen meine Videos ins Netz? Und das Problem haben wir natürlich auch, große Datenmengen ins Internet zu schicken. Und natürlich bedienen wir uns auch manchmal auf Stellplätzen oder Campingplätzen eines WLAN-Netzes, eines ortseigenen Internetnetzes oder Zuganges. Aber ganz oft ist die Qualität dermaßen schlecht, dass wir mit unseren eigenen Möglichkeiten, mit unseren eigenen Routern viel mehr Leistung ins Internet bringen können, viel schneller ins Internet Filme hochladen können. Und das ist genau das Thema, über das Nora und ich heute wieder diskutiert haben. Ja, genau. Wir haben, oder wie Bertel auch so ist, der mag ja auch immer gern unterschiedliche Dinge ausprobieren. Ja, klar. Ne? Das geht vom festsitzenden Router bis, wie sagt man, ich muss dazu gestehen, ich habe von nichts Ahnung. Nora meint sowas, das ist ein Mobiler Router. mobiler Router. Dieses Thema Zugang zum Internet beschäftigt uns schon seit zig Jahren. Ja. Wir haben früher angefangen mit so einem Stick am Laptop und dann so kleine Kleberantennen, die du an die Scheibe machen konntest. Die dann immer runtergerutscht sind. Dann standst du irgendwo am Nord-Ostsee-Kanal und die Dinger haben gar nichts mehr an Leistung gebracht. Also es ist schon ein langjähriges Drama. Ja. Und jetzt hatten wir wieder vor einigen Wochen das Erlebnis, Nord-Ostsee-Kanal, welch ein Zufall, dass die Anlage, die ich hier fest verbaut habe, ich habe ja immer gedacht, muss groß sein, muss viel sein, muss Dachantenne haben und all sowas, möglichst aufwendig das Ganze, ne? Extra Leitung ziehen, mit Sicherung und allem drum und dran, 12 Volt, dass dein Router, den du fest verbaust und mit der Dachantenne verbindest, möglichst viele Funktionen hat und möglichst viel und gut empfangen und senden kann. Ja, wie sagen wir hier so? Fleutsche piepen. Das war es nicht. Doch, am Anfang lief das gut. Ja, das kommt aber auch immer drauf an, wo du stehst. Ja, Das ist ja okay. nun nicht, das ist jetzt nicht so, dass fest verbaute Anlagen Schrott sind grundsätzlich. Nee. Nein, darum geht's nicht. Sondern dann mussten wir ein Update machen. Dann ist der Router abgestürzt. Dann hatten wir keinen Empfang. Dann ging nur noch WLAN-Empfang. Und das alles natürlich genau in dem Zeitpunkt, wo du für die Sonntagssendung ein Video hochladen möchtest. Das WLAN auf dem Platz hat nicht funktioniert, das war viel zu langsam. Das reichte so gerade zum Fernsehen, zum Streamen, aber eben nicht, um große Datenvolumen ins Netz zu schieben. Der Router hier, den ich fest verbaut habe, der lief auch nicht richtig. Und da haben wir gedacht, was machen wir denn jetzt? Also wir gucken mal. Das funktioniert so, wenn du ein Video hochladen willst bei YouTube, dann gehst du auf deinen internen Bereich. Und dann drückst du sozusagen bildhaft auf den Knopf und lädst das Video hoch. Und dann fängt er an. Wie lange das dauert, die Übertragungszeit. Und dann siehst du so Stundenangaben. Eine halbe Stunde, 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden, 5 Stunden, je Eine nachdem. ganze Nacht. Und dann dauert das, dann geht diese Zeit, der Hochladevorgang,
Der dauert immer länger, nachdem eben YouTube abgefragt hat, wie die Datenübertragung ist. Und nachher guckst du und dann steht da nach 2 Minuten 13,5 Stunden. Ja, hallo? Wir hatten eigentlich noch irgendwas anderes vor in der Zeit. Und dann kann hier noch was passieren. Du lädst hoch, das haben wir auch schon gemacht. Schlechte Verbindung, lädst hoch und dann haben wir gesagt, so jetzt bleiben wir nicht 2 Stunden am Rechner sitzen, bis der hochgeladen hat, sondern sind dann rausgegangen, haben uns mit irgendwas auf dem Platz da beschäftigt. Meistens ja, ne, mit Klatsch und Tratsch mit anderen Campern. Und dann komme ich zurück, ich sage zu Noah, du, ich gehe mal eben gucken, ne? Gerade wieder gehabt hier bei der Europameisterschaft, ne? Fußballpause. Ich gehe mal wieder gucken. Bub hat er abgebrochen, bei 64% Hochladen des Videos. Ja, den habe ich auch nicht wieder zum Weiterhochladen bekommen. Auf der Basis der Plattform YouTube. Nein, was bleibt dir über? Komplettes Video löschen, Neustart, neu hochladen. Und das kannst du echt nicht bringen, wenn er stundenlang laufen muss, bis das Video oben ist. Und da haben wir uns dran erinnert. Ja, und das schlechte Bild beim Fernseher. Ja, hatten das wir kann, auch. das kann auch passieren. Passieren. Wenn du einen schlechten Empfang hast, also schlecht heißt ja auch immer, dass wenig Daten übertragen werden. Man spricht ja vom Upload und Download. Und wenn du fernsiehst, dann möchtest du ja Daten runterladen auf deinen Fernseher. Und wenn du etwas hochladen möchtest, wie ein Video, dann ist ja der Upload, dann lädst du ja ins Internet, bildhaft gesprochen. Und wenn deine Datenleitung oder Verbindung ins Internet so schlecht ist, dass nur ganz wenige kleine Stücke Daten rüberkommen, ne, dann siehst du dann auch mal so ein Fußballspiel in Zeitlupe und mit wackelnden Bildern, mit Standbildern, mit einer schlechten Auflösung. Du kannst die Fußballspieler gar nicht mehr erkennen. Und das wollen wir ja alles gar nicht. Nee. Ja, und nachdem wir uns das letzte Mal wieder richtig aufgeregt haben, sagte Nora, du, wir hatten doch mal so einen kleinen mobilen Router. Was ist denn damit? So, nicht wiedergefunden. Das war gut. Wir waren hier auch kurz vorbeigefahren, auf dem Weg von Süd nach Nord mal wieder und haben den gesucht. Wir wussten nicht, wo haben wir den. Ist auch egal. Ja. Er ist erstmal verschwunden in irgendeinem Karton. Wir wissen es nicht. So. Und wie Bertel so ist, dann möchte er natürlich, dann sagt er, nun gleich das Beste, das Schnellste, das Ja. neuen Router gibt's. Also, wir haben uns beschafft von Netgear den M6 Pro. Das ist der aktuellste Router von Netgear. Und Nighthawk heißt ja auch die Serie, ne? M6 Pro. Und mit dem alten, mit dem M5, waren wir total zufrieden. Ja. Und ich habe gedacht, du brauchst doch keine Dachantenne. Du hast doch vorne eine Kunststoffhutze. Kunststoff. Da brauchst du doch nicht auf den Kunststoff, der sowieso keinen Empfang stört, brauchst du nicht noch eine Dachantenne draufbauen. Da habe ich aber mal eine Frage, weil ich ja wirklich von nichts eine Ahnung habe. Ich sitze hier so daneben und höre ganz aufmerksam zu, wenn Bertel erzählt, ich verstehe nichts. Warum Hutze? Warum Kunststoffhutze und nicht Alu? Wenn ich ich wollte jetzt diesen mobilen Router nicht mit einer Dachantenne verbinden. Das würde ja der Mobilität widersprechen. Und jetzt hast du ja 2 Möglichkeiten. Also wir sind weder Techniker noch haben wir Informatik studiert. Wir sind nur Anwender. Genau. Wir suchen einfach, das muss ich vielleicht noch sagen, wir suchen einfach ein Konzept, wie wir Fernsehen können über Streaming und wie wir unsere Videos ins Internet hochladen können. Und ansonsten haben wir von Informatik 0 Ahnung. Wir sind die Anwender. Wir Genau. möchten das problemlos nutzen können, Ja. einstöpseln, aufladen, einstöpseln, wie auch immer, und dann soll das Ding laufen. Und dann darf das für mich nicht mehr geistige Anstrengung haben beim Einstellen und so weiter als ein Handy. Ich finde ein Handy schon kompliziert, ja, inzwischen, ne? Mit 60 Ü, ne? Ü60 heißt das, ne? Ü60, ja. So, und ich wollte eben keine Dachantenne draufbauen und dann habe ich gesagt, wir haben noch eine Kunststoffhutze. Der Rest der Kabine ist ja Alu-Sandwich und Alu-Sandwich blockiert natürlich die Strahlung, ne? Also den Empfang. Den Empfang der Internetdatenwellen hier ins Wohnmobil. Vorne ist Kunststoff, GFK, das stört ja gar nicht. Also brauchst du ja nicht mal eine Dachantenne. Okay. Und dann kommt noch was, dies kleine Putzelding hier, ne? Dies coole kleine Teil, das ist handlich. Ja. Das lege ich oben in die Ablage, da ist eine Lampe auch. Und an die Lampe stecke ich einfach mein Kabel.
Jetzt kann ich sogar hinten den Akku rausnehmen. Hier hinten ist ja so ein Akku drin. Den brauche ich gar nicht. Wenn ich eine Stromverbindung habe über USB, dann kann ich mir den Akku auch noch sparen. Eine Wandhalterung gibt es auch noch dazu. Du kannst das Gerät irgendwo, oh, PIN gesperrt. Okay, na, der hat gerade ein Update gemacht. Dann kannst du das Gerät auch irgendwo an die Wand hängen. Ja. Überhaupt kein Thema. Und da wir da oben so, ich nenne das mal Hutablage haben, legen wir den Router einfach da oben rein. Die Bedienung ist kinderleicht. Er will jetzt den PIN haben, PIN eingeben. Den zeigen wir euch nicht. Nein, nein, nein. Das Ganze ist ein Touchscreen und dann noch in Farbe. Und du hast einen Haufen Einstellmöglichkeiten da drauf. Und das ist wieder ein Tableau oder eine Oberfläche, so heißt es ja. Eine Bedieneroberfläche, die sich mir völlig leicht erklärt und beschreibt. Und da stehen Texte drauf, was ich da machen soll und wie ich den bedienen soll. Und dann funktioniert es auch. Völlig simpel. Völlig simpel. Und der Hammer ist, wir haben die Geräte parallel ja auch genutzt. Jetzt fragt mich nicht nach Datenübertragungsgeschwindigkeiten und was macht der Router und was macht der Router. Das ist mir zu viel. Wie gesagt, ich möchte das anbauen, einschalten, gut ist. Hier brauche ich nicht mal was anbauen. Und wir können ja auch nur aus unseren Erfahrungen berichten. Ja. Aus unseren Erfahrungen. Wie gesagt, von der Saugantenne bis jetzt. Ja, und dieser Router, den haben wir jetzt 5 Wochen getestet auf unserer letzten Nordtour Dänemark, was denn sonst, ne? Bis oben hoch zum Skagerrak und Ja. schön über den Strand geplästert und Ging sowas. gut. Und läuft und läuft und läuft, hat Empfang. Ich muss da gar nicht drüber nachdenken. Ich habe den, funktioniert und mehr will ich gar nicht. Ich will nicht mehr. Ich will auch nicht durchdiskutieren, ob der jetzt noch ein Gigabit mehr hat als ein anderer oder solche Sachen. Nein, das ist doch schon Königsklasse. Ja. Wo soll ich denn noch darüber nachdenken? Ja? Der bringt doch alles. Der hat hier, also für die Leute, die so richtig Ahnung haben, das ist ein Wi-Fi 6E. Ein 6 Gigahertz Band hat der auch mit drin. Das Ganze hat einen Ethernet-Port. Das heißt, du kannst hier hinten direkt deinen PC mit verbinden zum Beispiel. Ne? So, ich mache mal einen Deckel drauf, bevor ich hier ganz durcheinander komme. Ja, nichts verlieren hier. Nichts verlieren, genau. Dann, das ist ein Touchscreen, hatte ich gesagt. Ja, Touchscreen hattest du. finde ich total cool. So, da ist er wieder. Finde ich total cool, dass so ein Gerät so ein Touchscreen hat. Ja, er hat gerade ein Update gemacht, ne? Zack, weg ist er wieder. Und er schafft bis zu 4, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, bis zu 4 Gigabit per Second. Also der hat eine Datenübertragungsrate von bis zu 4 Gigabit pro Sekunde. Ich hoffe, das war jetzt richtig formuliert. Das ist ein Ferrari. Der geht wie Sau. Ja, und das war der Grund. Und wem das nicht reicht, der also für denjenigen, der unbedingt noch mit einer Außenantenne arbeiten möchte, hast du die Anschlussmöglichkeit. Hier hinten kannst du eine Außenantenne anschließen. Ja, und dann, so sieht eine Antenne aus mit diesen Steckern. Ja, und dann klappt es auch, ich hätte fast gesagt, mit der Europameisterschaft. Naja, hat ja nicht so geklappt. Aber wir können ja noch Tour de France gucken. Läuft ja auch noch. Ne? Olympiade, Ach Mensch, ja, Olympiade Auch. kommt auch noch. Wimbledon, alles da. Beim Router ist natürlich so ein Ladekabel. Das ist ein USB-C hier. Das Gerät läuft auf USB-C, Ladekabel. Und so ein kleines Netzteil dabei. Und das ist jetzt wieder phänomenal, weil ich möchte doch nicht hier irgendwo das Ganze über einen Wechselrichter aufladen. Nein, ich habe doch ein Kabel, USB. Ne? Der Router USB-C und das Ende hier ist ein USB. Ja, So, habe ich doch hier überall die Steckdosen. genau. So simpel kann Internet sein. So simpel kann ein Router funktionieren. Alles selbsterklärend,
alles vom Feinsten, die besten Leistungsdaten, bis auf einen kleinen Knackipunkt. Ja, wie immer, ne? Den gibt's natürlich, den Knackipunkt. Nora, wie immer zum Schluss die Frage, was kostet denn der Spaß? Knackipunkt. Der Netgear Nighthawk M6 Pro 5G Router. Bertel hat es ja schon gesagt, bis zu 4 Gigabit die Sekunde. Haben wir gesehen jetzt bei Amazon für 999,99 €. So. Und dann gibt es ja noch Den ohne Pro, Ja. nur M6, der ist etwas langsamer, mit 2,5 Gigabyte die Sekunde. Der Gigabit. Gigabit an 849 € ist ordentlich. Ja, Ja, bis jetzt sind die Nighthawk-Geräte aber wirklich die uns am meisten Spaß gemacht haben und die Ja. immer funktioniert haben. ja. Und ihr dürft wirklich, ich sage es auch nochmal, nicht vergessen, als YouTuber mit dem Video hochladen. Ja. Das ist einfach ganz wichtig für uns. Das muss funktionieren, sonst haben wir ein Problem. Ja, auf jeden Fall. Ne? Der muss laufen und der muss richtig laufen, der muss Leistung bringen und der darf uns nicht enttäuschen. Weil nichts ist schlimmer, als wenn du dich als YouTuber noch mit irgendwelchen technischen Problemen rumärgern musst. auch nicht. Du hast genug zu tun mit gutem Content erstellen. Ne? So versuchen wir das. Und wenn du dann Technik hast, die nicht funktioniert, da bist du genervt. Dann hast du den Spaß nicht mehr am Film. Ne? Und den haben wir. Ja, Dank Netgear. ja. Und jetzt mache ich mich auf die Suche nach dem zweiten. Dann haben wir zwei. Das Problem ist, der kriegt jetzt auch seinen Platz irgendwo, wo er nicht verschwindet und bleibt im Bus. Ja, ja, ja. Und Nicht selbst, wieder. Wir machen das ja immer, jetzt ist ja auch wieder so. Wir sind hier, Hannover, wie gesagt, da wird ein bisschen getauscht, das kommt raus, das kommt rein. Immer vergessen wir irgendwas. Immer ist irgendwas, ich weiß nicht. das war der Hammer, das habe ich dir gar nicht erzählt. Das ist ja hier ein Einfamilienhaus mit einem Dachgeschoss und einem Erdgeschoss. Und der Router, der Netgear Nighthawk, der lag hier unten im ehemaligen Wohnzimmer, so muss man es ja sagen. Und ich war oben in dem alten Büro meines Vaters und habe da den Laptop aufgebaut, ne? Der hier aus dem Wohnmobil, den wir immer nehmen. Und ich denke mir, ups, ich bin ja im Internet. Ich war im Internet und der ist durch das Haus, vom Erdgeschoss hat der Ja. die gesendet bis oben, ich hatte Empfang im Büro im ersten Stock. Und der Netgear lag unten im Wohnzimmer. Ja, ging. Habe ich gar nicht gedacht. Ja. Der hat eine Abstrahlung, so laut Beschreibung, 90 Quadratmeter. 90 Quadratmeter, also um den Sendepunkt oder um den Netgear herum hast 90 Quadratmeter. Du kannst auch mit all deinen Handys parallel noch da drüber gehen, ne, wenn du irgendwo auf dem Platz stehst. Und ich finde das faszinierend. Ja. So ein kleines Ding hier, du. So klein. Und das macht mir Spaß. Wenn Sachen funktionieren, ja, dann, okay, mag mal €1 mehr kosten. Aber für mich ist wichtig, dass es funktioniert. Und das macht total Spaß. Sowas, da kann ich mich dran erfreuen, ne? Ja, genau. Es fängt an zu regnen, das heißt, das wird wieder Zeit. Wir Ne? haben ja auch genug Regen, ne? Ja, ich will auch wieder los, Nora. Ja, Bin nicht so gerne hier. ist ja unsere Meldeadresse. So, und du brauchst sie ja und da müssen wir ab und zu hin. Ich muss noch mal zum Zahnarzt, nochmal. Ich werde jetzt hier weiter. Ich muss die Matratzen wieder reinholen. Ich schmeiß die ja immer, wenn wir schon, ne, wenn man schwitzt ja ordentlich, mal so 3 Tage raus an die Luft und dann sagt man, ist das erstmal alles wieder sehr gut durchlüftet. Und dann kommen die Matratzen, Schutzhüllen, alle Schutzhüllen. Die sind ja ganz gut von Hömer, gewaschen, man sieht das gar nicht, wunderbar. Da fluselt nichts. Ja. Übrigens, der hat auch die längste Akkulaufzeit am Markt. Ne? Ah, Drei- siehste, ich erzähle 13 über Stunden. Matratzen Ja, und du kommst bist mal mit der- Matratzen. Ich kann mich nie losreißen hier, ne, vom Netgear. Bertel freut sich. Ja, ich freue mich total. Ich freue mich total. Ja, Ey, und ich gibt's- freue mich auch, wenn Bertel sich freut, dann habe ich nämlich Ruhe. So, Das war's für heute
zu unseren Erfahrungen mit dem Internetzugang und mobilen Routern und unserer Empfehlung für euch. Ja, Habt eine wunderbare Zeit lasst es euch gut gehen. und wir sehen uns. Bis die Tage. Passt auf euch auf. Vor allem jetzt sind die Straßen voll. Sommerferien. Ja, ist viel los. Ja, fahrt vorsichtig. In diesem Sinne. Tschüss. Tschüssikowski. Tschüss. Tschüss, tschüss.